Guten Morgen, wir sind in Köln. Es ist kurz vor 6:30 Uhr und wir machen ein Rennen durch ganz Deutschland und schauen, wer weiter wegkommt hier aus Köln. Und das bedeutet eine neue Challenge und das Rennen startet genau jetzt. Los, los! Ich bin Konstantin und ich mache heute gemeinsame Sache mit Luisa, Lukas und Lars von Ortsfremd. Lars und ich sind ein Team und Lukas und Luisa sind eins. Die Challenge, wer kommt in 12 Stunden nur mit Regionalzügen weiter weg vom Kölner Dom? Und wir fahren nicht einfach nur, wir können die Gegner auch mit Flüchen ärgern. Es gibt 2 festgelegte Richtungen, Norden oder Süden. Wir haben den Münzwurf gerade gewonnen. Und das bedeutet, wir dürfen entscheiden. Wo fahren wir hin? Wir fahren Richtung Norden. Das ist jetzt so viel schneller als hier. Oh Gott. Und wir nehmen jetzt den RE5 Richtung Friedrichsfeld. Lukas und Luisa nehmen den RE5 Richtung Koblenz. Beide fahren sie fast gleichzeitig ab. Die Idee, warum wir jetzt hier in Richtung Norden fahren, weil es nämlich im Norden weniger Berge hat und Züge im flachen Land schneller fahren. Aber ein großes Problem ist natürlich, dass wir auch durchs Ruhrgebiet fahren und da ist es relativ langsam. Also wir fahren ja jetzt erstmal bis nach Duisburg, glaube ich, ne? Es gibt also sozusagen so mehrere Möglichkeiten, nämlich einmal in Richtung Hamburg, oder? Aber ich habe auch noch eine Idee gehabt, was man theoretisch sonst machen könnte, die nicht auf die weiteste mögliche Strecke geht, sondern auf eine, wo die Züge schnell fahren. Okay. Und das ist Frankfurt-Oder. Das habe ich auch gedacht. Ja. Weil das ist eine ganz schön, also größere Entfernung, als man so gedacht hätte. Ja. Und irgendwie kommt man da tatsächlich schnell hin. Nächster Halt, Köln-Messe-Deutz. Planmäßige Ankunftszeit 6:33 Uhr. Und schon geht's los für uns über die Hohenzollernbrücke Richtung Norden. Es geht einfach los. Wir sind pünktlich. Es ist einfach, es wird alles gut. Wir werden es so, also wenn der erste Zug schon pünktlich ist das schon mal so. Also sehr gutes Omen. Da kann nichts mehr schief gehen. Es kann nichts mehr schief gehen. Mal sehen, wer weit bekommen. Euer vordere Traktion bitte einmal den C-Wagen prüfen. Ich wiederhole. Und euer vordere Traktion einmal den C-Wagen kontrollieren. Was mit vordere Traktion? Was soll kontrolliert werden? Wenn wir sagen, wir überlegen uns und rechnen mal mit, dass wir Richtung Frankfurt-Oder fahren, dann würden wir am Anfang keine Flüche uns beim Rathaus holen. Ja? Warte mal, Flüche am Rathaus holen? Oh ja, das haben wir noch gar nicht erklärt. Es geht nicht einfach nur ums Fahren bei dem Rennen. Wir können das andere Team aktiv ärgern, indem wir sie verfluchen. Dazu müssen wir aber persönlich zu irgendeinem Rathaus gehen und dort eine Fluchkarte ziehen. Die können wir ab dann einsetzen, wie wir wollen. Manche Flüche helfen nicht so viel, andere sind dafür sehr effektiv. Lohnt es sich, die Zeit zu opfern? Unsere Strategie jetzt: erstmal fahren, soweit es geht. Wir haben auch hier einen schönen Tracker auf die natürlich auch von uns. Ja. Wir können immer sehen, wo die gerade sind. Das Einzige, was wir dann nicht wissen, ist, was für einen Kurs die ziehen, wenn sie einziehen. Dann können wir also lange noch mal den schönen Sonnenaufgang filmen, weil die Sonne ist schon aufgegangen tatsächlich. Wir haben uns doch richtig schönes Wetter rausgesucht hier heute. Genau, also ich glaube, dass die Strategie ist, eher den nächsten Zug zu kriegen, weil natürlich können die Flüche uns aus dem Zug rausholen, ne? Aber gut, die müssen sie erstmal ziehen und wir wollen eher vorankommen und dann in Magdeburg haben wir auch nochmal 44 Minuten, ja? Also 36 in Braunschweig und dann nochmal Magdeburg und ich glaube, dass das in beiden Fällen, da könnte was gehen. Ja? Wir müssen nur hoffen, dass wir bis dahin ohne Probleme kommen. Ja. Oh, jetzt sind wir 18 Minuten unterwegs und das geht schon los. Genau, hier. Verbindung nicht mehr fahrbar. Also so wie es aussieht, haben wir wohl ein bisschen mehr Umstiegszeit als unser gegnerisches Team. Mit aktuell ganzen 3 Minuten wird das was in Duisburg.
Von Gleis 12 nach Gleis 10. Ja, wir müssen irgendwie die Treppe wahrscheinlich. Also DB-Navigator sagt schon mal nein. Wie sieht es denn mit deren Zug aus? Ja, bei denen ist alles gut. Also wir vermuten ja, dass die Richtung München erstmal fahren. Ja. Oh, nee, da ist auch schon was los. Nach Eine Koblenz Minute alles Verspätung. Gut. Eigentlich Verspätung. Bei mir ist wieder 1 Minute weniger Verspätung geworden. Also es könnte, Oh, stimmt bei mir auch, ja. Ha. es könnte klappen, Ja. unser ursprünglicher Plan. Es wird auf jeden Fall spannend. Ja. Und müssen wir, Wir müssen, glaube ich, Ganz aber auf jeden spontan Fall, entscheiden. wir müssen relativ rennen. ja. Also wir sind halt 2 Minuten zu früh auch gerade, wo wir gerade Wir haben jetzt halt ein bisschen Aufenthalt hier in Remagen. Schaffen wir es noch zum Rathaus? Ich bin mal ganz gespannt, wie die sich in Koblenz entscheiden, könnte wirklich entscheidend sein für die, wenn die tatsächlich direkt weiterfahren. Das ist ehrlich gesagt, was wir wollen, fast schon, weil wir ja am Anfang nicht gestört werden wollen. Aber wenn die sich umentscheiden oder anders entscheiden und uns am Anfang stören, dann ja, könnte es ein Problem werden. Jetzt haben sie schon 4 Minuten Umstiegszeit. Das ist natürlich ein bisschen besser als nur 3 Minuten. Ja, aber die werden wahrscheinlich das Rathaus mitnehmen, oder? Was meinst du? Ich weiß es nicht. Ja, perfekt für die Treppe. Ja. Okay. So. Wie lange ist der gleich? Können wir ganz weit nach vorne, oder? Weiß ich nicht, wie lange der ist. Wir werden sehen. Hier können wir es aber. Ah ja. Das Krasseste ist, ob wir den nicht nehmen wollen. Scheiße, wollen wir den vielleicht nehmen? Nach Minden? Ja, würden wir den anderen auch bekommen. Und zwar wahrscheinlich in Minden. Sollen wir den nehmen? Aber. Also nach Minden, der fährt länger durch jetzt. Ne? Ja, der fährt jetzt durch bis Minden. Und der will. Ja. Warte mal. Vielleicht Ui. kriegen wir es hin. Also, weil jetzt haben wir einen verspäteten. Und zwar von Duisburg. Ich glaube, dass der. Warte. Mülheim. Der würde sowieso auch in Mülheim halten. Also, wir steigen jetzt ein und wir gucken jetzt hier drin und in Mülheim können wir in den anderen ansteigen. In Bad Oeynhausen ist der in 29. 9:20 Uhr? Oh ja, da hat Oh man ja, 40. wir haben gerade einen richtig guten Vorteil gehabt. Also das war jetzt eine super spontane Entscheidung, weil der gerade hier eingefahren ist. Eigentlich verspätet, eigentlich hätten wir den überhaupt nicht kriegen sollen. Hier, das ist der RE6 nach Minden. Hatte 6 Minuten Verspätung. Der 6 Minuten Verspätung, genau, aber dadurch, dass der Verspätung hatte, sitzen wir jetzt hier drin. Und das gibt uns die Möglichkeit, in verschiedenen Orten einen Curse zu holen, weil wir da nämlich wirklich die Zeit haben. Und die Frage ist, oder ob wir sogar noch einen anderen haben, und da müssen wir jetzt checken, welches der beste Ort ist, wo das Rathaus am nächsten am Bahnhof ist, an welchem dieser Orte wir aussteigen und das holen. Aber wir haben uns gerade ungefähr 20 bis 25 Minuten Zeit erkauft, um früher einen Curse zu holen. Das, und zwar, weil wir die Verspätung von dem anderen Zug genutzt haben. Und wirklich spontan. Wirklich spontan und positive. Sie in RE6. Das finde ich jetzt super geil. Nächster Halt. Das ist richtig gut. Das ist richtig Mülheim gut. Das ist richtig gut, was gerade passiert ist. Oh, waren die schon weg? What? Konstantin ist schon losgefahren. Nach Mülheim an der Ruhr? Wo wollen wir denn hin? Essen? Haben sie den 7:23 Uhr Verspäteten bekommen, oder? Wahrscheinlich. Wir sind 8 Uhr in Dortmund.
Ja, wir wollen weiterhin nach Frankfurt oder? Ne? Ja, genau. Das ist genau die Strecke. Da haben wir uns jetzt auch schon für entschieden, genau. Planmäßige Wollen wir vielleicht ja wirklich nach 7:29 Berlin oder Dresden in die Richtung? Ausstieg rechts. Dresden meinst du? Ich dachte jetzt dann Berlin, dann rüber eher nach Polen. Ja, Berlin oder halt dann nach oben irgendwie dann, ne? Ja. Jetzt sind sie aber gleich in Koblenz. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, was der in Koblenz macht. Ja, genau, das bin ich auch gespannt. Aber Wir auch, können es live verfolgen. weil wir jetzt hier nämlich im Zug sitzen und da bin ich wirklich gespannt. Aber jetzt gerade erst, gleich kommen sie in meine Heimatstadt. Sehr geehrte Fahrgäste, am nächsten Halt können die letzten beiden Türen nicht geöffnet werden. Bitte benutzen Sie zum Ausstieg die nächste Tür in Fahrtrichtung weiter vorn. Vielen Dank. Dear passengers, due to a short platform, the last 2 doors of this train cannot be opened at the next stop. Please move to the next coach if you'd like to alight. Jetzt sind sie gerade Stadtmitte. Ja. Jetzt ist die Frage, weil hier ist es am Bahnhof Stadtmitte, Koblenz Stadtmitte, ist der nächste Bahnhof zum Rathaus in Koblenz. Das heißt, hier müssten Sie aussteigen, wenn Sie zum Rathaus in Koblenz wollen. Glaubst du, wir schaffen es bis zum Gleis 3? Jetzt gespannt auf den Tracker schauen, Wie gespannt. was sie tun. Wo müssen wir denn ganz hin? Gleis 3. Schön. Das ist live. Aber immer noch am Bahnhof. Das könnte sein, dass Sie in Zug sitzen. Ah, hat sich irgendwas bewegt gerade? Und bis dahin ist schon ein Koblenz Hauptbahnhof oder was? Warum macht man hier noch eine Station hin? Also aussteigen hätten sie schon können. Genau, genau. Wenn Sie ausgestiegen wären, dann hätte ich jetzt aber gedacht, dass Sie auch laufen. Ja, willkommen im wunderschönen Koblenz. Stadtmitte. Ja, das ist ja dann also noch mehr Koblenz als Koblenz Hauptbahnhof, oder? Also darfst halt nicht in die Richtung filmen. Ich habe gesagt, nicht in die Richtung filmen. Dieses, Da ist es so ein Die Square, Kirche da. was so ein bisschen schön aussieht. Ja, und jetzt steigen wir einfach hier um nach Frankfurt, fahren so schöne 2 Stündchen, ne? Und dann haben wir das ja eigentlich schon fast Ja. gewonnen. Theoretisch fährt er aber übrigens auch am Stadtmitte-Bahnhof. Da kommt unser Zug. Unser Zug zum Ziel. Oh nee, Frankfurt ist nicht unser Ziel. Moment. Jetzt geht's. Ich glaube, die sind da umgestiegen. Okay. Das ist der da, ne? 53, 52? Ja, sie fahren. Und sie sind nicht. Ja, die Abfahrtzeit passt auch. Sie laufen nicht, sondern das ist schnell genug für einen Zug. Das ist ein Zug. Ja. Schön hier. Okay, dann sind jetzt 2 Stunden auf dem Weg nach Frankfurt. 2 Stunden meinst du? Easy. Oh. Na, ganz hinten, in diesem dunstigen Regennebel, kann man noch so ein Schloss erkennen. Bis jetzt machen die überhaupt keine Anstalten, zu irgendeinem Rathaus zu gehen. Das ist gut. Sind wir tatsächlich doch diejenigen, die jetzt als erstes Curses holen gehen? Das kann gut sein. Ja. Ganz genau kann man es nicht sehen, aber ich glaube, dass Lukas und Luisa jetzt gerade in Kaub vorbeifahren. Das ist wirklich schön. Da sind die Burg Pfalzgrafenstein mitten im Rhein drin. Also ich finde, es sieht jetzt schon auch relativ langweilig aus. Also der Ort, wo es steht, ist natürlich cool, aber irgendwie fühle ich mich jetzt nicht so inspiriert davon, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich sag's ganz klipp und klar, also die schönere Strecke haben die, aber wir werden gewinnen. So, das ist dann einfach der Trade-off, den man hier macht. Das ist unsere Aussicht hier im Ja, Vergleich. genau. Nächster Es regnet Halt, und das Land ist platt. Neudeckung. Ja, die haben wohl ein bisschen Verspätung eingesammelt. Ja, aber doch noch nichts, was denen irgendwie schadet, oder? Ja, mit 6 Minuten Verspätung kann man ja eigentlich immer noch irgendwie arbeiten, ne? Also So, in 5 Minuten müssen wir aussteigen in Löhne. Kriegen wir da unseren gerechten Lohn oder kriegen die ihren gerechten Lohn? Das weiß ich nicht. Wortwitze. Sehr gut, witzig.
Ich bin der Älteste, ich darf die Dad-Jokes machen. Na gut, meinetwegen. Und in Löhne ist natürlich auch interessant, das ist ja Luisas Heimat. Vielleicht wird die das gleich sehen, dass wir da aussteigen und dann live kommentieren. Da bin ich auch mal gespannt, dass die sagt, ja, hier, da ist es schön, hier nicht. Löhne, Löhne. Alles Schöne kommt aus Löhne. Ja. Habe ich bei Mitashi 12 gehört. Alles Schöne kommt aus Löhne, so wie Mitashi. Habt ihr denn auch gesagt, alles Schöne kommt aus Löhne? Ich glaube, die Zuschauerschaften überschneiden sich so gar nicht. Ja, ich glaube auch gar nicht. Ja, vielleicht ein paar. Und die sind jetzt... Schreibt in die Kommentare rein, wenn ihr einer von den 3 Personen seid auf der Welt, die eine Überschneidung haben. Eine sitzt schon da. Wir haben auch schon gesehen, es ist ein sehr sehenswertes Rathaus, das wir gleich besuchen werden. Also es sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön aus. Der Regen wird es noch besser machen. Genau. Ganz am Rand sind wir. Ja. Ich bin gespannt, ob die gleich checken, was wir tun und ob dann die Panik losgeht. Ja, also wir haben es eigentlich recht entspannt, wir haben 30 Minuten Zeit. Ja, Das Ding ist nur 850 Meter entfernt, also ja, das kriegen wir hin. locker easy. Was? So, es nieselt. Oh, schön, ja. Ah, das ist richtig schön. Zum Glück habe ich jetzt einen Regenschirm. Aber wir müssen jetzt nicht rennen, ne? Wir haben genug. So, da, auf dem Gleis fährt er auch 13. Das hier nehmen wir 9:51 Uhr. Da müssen wir gleich hin, ja. Genau, Braunschweig 9:51 Uhr. Mit diesem Schirm als Zeiger. Ja, finde ich gut. So machen wir das jetzt immer. Richtiger Lehrer hier. Ja, genau so. So, liebe Kinder. Nachher müssen wir die Zweierreihen hier aufstellen, ja? Und erst die Leute aussteigen lassen und dann Einsteigen, ganz wichtig. Das müssen wir jetzt lernen. Hier kann man so ein paar schöne Dampflok-Sachen nach. Das ist das, was du erzählt hast, ne? Genau. Warte mal. Hier, nur ganz kurz. Zeit haben wir, ja. Ja. Hier so Bahnbetriebswerk-Sachen, so Dampflok-Sachen. Hier nochmal sowas. Bahnbetriebswerk Löhne. Das hast du vorhin erzählt, Genau, dass es war ja hier einmal ein sehr großer, wenn nicht der größte Güterbahnhof entweder Deutschlands oder Europas. Auf jeden Fall groß. Auf jeden Fall so, dass die da richtig stolz drauf sind. Ja, hier, genau. Guck mal, das ist der Gleisplan davon. Ja. Es wird immer Das ist eine nerdiger. Menge. Das ist ein halbes Museum hier. Ja. So, jetzt dieses Bahnhofsgebäude ist noch nicht so schön. Es wird aber renoviert. Die wollen einen Third Place hier draus machen. Einen Lost Place, habe ich Ein das Third verstanden? Place, ein dritter Ort. Ja. Also so schick wird's mal. Das ist doch schöner, wenn sowas geplant ist und dann dies machen und so, dann ist es doch schön. Aber jetzt ist es gerade noch nicht so. Das kommt. Und jetzt müssen wir nur noch geradeaus. Nur noch geradeaus. An der schönen Straße lang. Ja. Vielleicht gehen sie auch zum Löhner Rathaus. Ja, was soll die am Löhner Rathaus denn machen? Weiß nicht. Das ist halt so die Straße runter vom Bahnhof. Ist das nicht schön grau hier? Ja. Letzte Woche war es so schön sonnig. Ich bin gespannt, ob die jetzt checken, dass wir hier ausgestiegen sind und dass wir jetzt ihnen einen Kurs holen gehen. Gut, noch kann man denken, wir sind ja noch am Bahnhof. Zug. Ne? Ja, der Zug steht vielleicht noch. Ja. Gleich werden sie es checken. Da oben steht Rathaus, da müssen wir hin. Ich habe einen Zeigestock. Das ist unser. Ist der so lange noch gestanden Ich jetzt? glaube, der ist so lange noch gestanden, ja. Ja, das ist unser. Wird hier getrödelt. Das ist unglaublich. Ist das da unten schon? Dann? Das müsste es sein, das Ja. große Graue, ja. Das große Grau. Das sich so mit dem Himmel farbenmäßig zusammen einschmiegt. Das ist es nicht, richtig? Das ist es nicht. Es ist das. Ist Ja. aber auch schön. Ich sag mal so, ich möchte da jetzt positive Spin drauf finden. Ne? Auf Ja. dem Foto, das wir gesehen haben im Internet, sah es wenig schlimmer aus, als es jetzt tatsächlich ist, weil es ist nämlich renoviert. Ja. Und das ist schon mal gut. Ja, es gibt da so Sichtbetonnummern, die wirklich noch schlimmer sind. Und das da ist es nicht, sondern das ist eigentlich, sieht das ganz neu aus. Und deswegen möchte ich dem nicht so eine richtig schlechte Note geben, sondern nur so eine mittelmäßige. Das ist das Rathaus in Löhne. Da sind wir direkt davor. Hier arbeitet niemand, das ist Samstag. Wir ziehen jetzt einen Fluch für die beiden anderen und gucken mal, wie wir den einsetzen können. Da sind die Flüche. Heute erster Fluchzug.
Zugfluch, Ja. das Ziehen eines Fluches. Du So. kannst einmal mischen. Ja, warte mal, ich mach mal hier. Ja, gemischt. So, und Bitte. jetzt zieh du eine raus. Oh, so viel Verantwortung. Ja. Das hier ist eine gute. Die, Genau in die der habe Mitte. ich nicht gepromptet. Ne? Warte, ich mach's nochmal. Nicht, dass die Leute das denken. Ja, warte, so. Ja, irgendeine. Okay. Ich nehme trotzdem die mittlere. Die ist Okay. bestimmt gut. Und es ist... Fluch der defekten Toilette. Steigt so bald wie möglich aus eurem Zug aus und nehmt einen anderen. Fahrt mindestens eine Haltestelle mit diesem Zug. Veto? Kein Veto möglich. Fluch der defekten Toilette. Das ist super. So, Schauen wir mal. die sind gerade in Wiesbaden. Ja? Können wir sie direkt rausschicken? Das ist die Frage. Nee, die fahren gleich wieder raus. Ja, nee, die sind jetzt in Mainz-Kastell, kommen die hin. Da, wo sie sofort mit der nächsten S-Bahn weiterfahren können. Wunderschön. Ja, gehen wir mal zurück und lass uns strategisch überlegen, wo der Fluch der defekten Toilette eine gute Idee ist. Sofort aussteigen wir im nächsten. Ich sag, wir heben das auf und ballern das vor Würzburg. Es wurde eine Karte gezogen. Es wurde eine Karte gezogen. Aber das Löhner Rathaus ist so hässlich. Das war's auch schon wieder, Rathaus Löhne. Wir gehen wieder zurück zum Bahnhof. Ja, und noch haben sie ja nicht den Content der Karte geschickt. Also müssen wir jetzt so ein bisschen on edge sein die ganze Zeit, weil jetzt immer was kommen kann. Also ich bin der Meinung übrigens, dass wir einen sehr guten Fluch gezogen haben. Der Also uns einer richtig der was besten. bringt. Ja, einer der besten, ja. Oder das war einfach jetzt irgendein Curse, der nicht viel bringt. Und die sind jetzt im Prinzip Wiesbaden, Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet. Das bringt nichts. Ja? Und das ist jetzt auch schön Psychoterror. Ja, Jetzt können die ganze Zeit Angst haben, es kann jederzeit was passieren. die werden jetzt in Frankfurt einen holen, vor allem weil sie wissen, dass wir jetzt einen haben. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die in Frankfurt einen holen werden. Was ist das hier denn so für so Statuen? Kunst. Ja. Also wegen der Musikschule, ja? Das einmal so einer mit einer Trompete. Oder nee, warte, das ist gar nicht Trompete, das ist eine Posaune. Und hier nochmal sowas. Jetzt sind wir wieder zurück am dritten Ort. In Bahnhof Löhne. Genau. 3258 wir leben in Löhne. Kommen Sie nach Löhne. Und den wollen wir bis zur Endstation nehmen. RE60 nach Braunschweig. Da ist er. In Kürze erreichen wir Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Okay, wir haben jetzt genau eine halbe Stunde zum Umsteigen. Deswegen Das reicht für ein Rathaus. aus dem locker. Rathaus. Die U-Bahn fährt in 3 Minuten. Wir wissen nicht, wo die U-Bahn ist. Wir wissen, dass sie in 3 Minuten fährt. Aber jetzt schon. Let's go. Rechts rüber. 2 Minuten. Keine Gleise. Bis wohin müssen wir denn? Irgendwas. U4 oder U5. Welche Richtung denn? Wo steht denn das in 4 und 5? Da ist 4. In Richtung Bockenheim? In Richtung Prüngelsheim. U5 Heuingsheim? nach Prüngelsheim, ja. Wir haben nur noch 2 Minuten Zeit. Ja. Ist das so die Geschwindigkeit? Wir brauchen hier mehr Geschwindigkeit. So. Ja, die sind in der U-Bahn. Die sind in der U-Bahn. Guck mal, jetzt ist der Checker riesig geworden und ist im Untergrund. Die fahren mit der U-Bahn. Schon da. Und ohne hier so hektisch hier irgendwo da reinlaufen zu müssen. Gibt es in Löhne natürlich nicht so eine U-Bahn. Ja, genau. Die sind 100% in der U-Bahn. Ist auch die schnellste Variante. Das ist, oder Entschuldigung für alle
ist natürlich keine U-Bahn, ne? Die Frankfurter U-Bahn ist nicht eine U-Bahn, sondern das ist eine Stadtbahn. Das wäre jetzt noch schön gewesen. Und hier gehen alle lang. Sind wir richtig? Sieht gut aus. Ja, da sieht man schon mal, das ist in Frankfurt, ne? Halt, altes Rathaus ist in die Richtung. So ist das ist doch auch das Rathaus. Die sind jetzt gerade ausgestiegen bei Dom Römer und jetzt sind sie gerade beim Rathaus. Und sie haben auch noch 20 Minuten, das heißt, jetzt in diesem Moment ziehen die hoffentlich einen ganzen Billo-Curse. Das ist halt hier direkt eigentlich um die Ecke. Also laut meinen Informationen ist das alte Ratshaus. Also, ich glaube, dass die hier hinten sind. Ratskeller am Römer. Den haben Personalrat der Stadt. Also das Rathaus ist tatsächlich eigentlich hier. Das ist die Front, die man alle kennt. Das ist da. Ja? Das ist das Rathaus. Ja, Hauptamt Stadtmarketing. Und Eingang. Das hättest du gerne. Irgendwas, womit wir denen jetzt richtig dann mal was vermasseln können. Fluch des pedantischen Pendlers. Steigt bei eurem nächsten Umstieg in einen Zug, der im DB-Navigator eine grüne Abfahrtszeit hat. Falls nach dem Einstieg Verspätung entsteht, ist das egal. Vetozeit 45 Minuten. Okay. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt so sehr gelohnt hat. Aber gut, dann haben wir jetzt ja keine Zeit verschwendet. Let's go. Richtung Rheinlandstraße. Scheinbar kann man die nehmen, ja. Ah, die fahren mit der Straßenbahn. Ich glaube, die fahren Straßenbahn. Ja, die fahren mit der Straßenbahn zurück. Ja, Also die Waffen sind locked and loaded, aber es wird noch nichts verschossen. Wann können wir das denn ausspielen? Also wenn wir nach Hamburg fahren, da ist doch bestimmt alles verspätet, oder? Ja, wir müssen jetzt halt immer gucken, wo die abfahren und halt dann, wenn rot ist, halt dann... Ne? Ja, ich würde dann vorschlagen, wir gucken, wenn wir dann im Zug sitzen. Ne? Nach Würzburg. Wo sind die denn jetzt eigentlich? Die sind schon auf dem Weg nach Hannover. Okay. Wir wollen dann in Hannover entweder weiter nach Hamburg oder halt nach Berlin, könnten sie auch. In Hannover haben wir ja verschiedene Möglichkeiten. Hätten wir theoretisch verschiedene Möglichkeiten. Nämlich auch in Richtung Norden, Richtung Hamburg zu fahren. Wäre auch eine Möglichkeit, die funktionieren würde. Aber die wir jetzt machen, ist eine andere. Möglicherweise halten sie was auf und haben sich einen guten Ort ausgesucht auf der Strecke hoch nach Hamburg. Das wäre Hammer. Ja, das wäre, dann hätten wir es. Und dann auf einmal bei der panisch was anderes gesucht. Ja, da kommt unser Zug schon. Dann fahren wir jetzt mal nach Würzburg einfach, ne? Und während die beiden Richtung Aschaffenburg und Würzburg aufbrechen, geht's bei uns um den besten Bahnhof für den Fluch der defekten Toilette. Wo sollen sie aussteigen? Die Abfahrten in Aschaffenburg, nach Aschaffenburg wäre, glaube ich, gut. Heidenbrücken. Nach Aschaffenburg, wenn Sie Aschaffenburg raus sind, sagen wir nächsten Ausstieg Heidenbrücken, gehen wir in eine Stunde plus. Jetzt frage ich mich gerade, ob hier in langen Pro-Zelten, ob es überhaupt gar kein Rathaus gibt? Ich finde da auf Google Maps gerade nichts, ich google mal. Ah, okay. Ah, das wäre natürlich noch besser, da wo es gar kein Rathaus gibt. Also Langenbrot-Zelten sieht tatsächlich am besten aus, Langenbrot-Zelten. Weil das ist so ein Stadtteil von Gemünden am Main. Ja. Und dann ist das Rathaus wahrscheinlich dann... In Gemünden. 39 Minuten müssen sie laufen, aber das ist halt dann nur einfach. Ja, aber 3 Kilometer... Da muss man auch erstmal laufen wollen, ne? Das sind schon erstmal scheiße. Ein Stündchen dürfen sie jetzt erstmal da drin sitzen. Denken, alles gut ist. Ja. Oder Angst haben, dass nicht alles gut ist. Weil so wie wir. Ich habe in jeder Sekunde Angst, dass irgendwas kommt. Ich auch. So, wir sind jetzt fast in Braunschweig. Noch eine Haltestelle dazwischen. Und es wird richtig spannend. Mega. Es gibt viel zu tun. Ja, weil wir steigen aus und genau dann, wenn wir ausgestiegen sind, müssen wir eigentlich alles gleichzeitig machen, weil das ist dann genau dann, wenn die in Lohr am Main losgefahren sind und dann ist die nächste Station da, wo wir wollen, dass sie aussteigen. Und zu dem Rathaus nach Gmünd
würden die, glaube ich, über 40 Minuten oder so laufen. Ja, 3 Kilometer auf jeden Fall zu Fuß. 3 Kilometer zu Fuß, genau. Und der nächste Zug, also der ist auf jeden Fall eine Stunde später. Es wird nur painful für die. Ja. Es wird nervig. Wir können ja dann von Ferne mal kommentieren, was wir denken, was sie jetzt gerade machen, wenn wir den Tracker sehen. Aber erstmal, es wird für die dann genau gleichzeitig sein, während wir versuchen, in Braunschweig was zu machen. Wir haben nämlich in Braunschweig wie viele Minuten? Halbe Stunde, auch so 36 Minuten, glaube ich, sind es. Ja, 36, ja. Und da wollen wir natürlich zum Rathaus kommen, aber zu Fuß geht das nicht. Aber wir können mit der Straßenbahn fahren. Das heißt, wir würden mit der Straßenbahn zum Rathaus in Braunschweig fahren, dort unseren Kurs ziehen und dann sofort wieder mit der Straßenbahn zurückfahren und dann in den nächsten Zug dann in Richtung Magdeburg einsteigen. Aber das ist sozusagen alles gleichzeitig und das müssen wir auch erstmal hinkriegen. Ja. Wir hatten eigentlich entspannte 20 Minuten Umstiegszeit jetzt in Würzburg, aber daraus sind jetzt wohl minus 3 Minuten geworden. Aber warum denn? Ist ein Baum umgefallen. Ja, ist angeblich ein Baum umgestürzt. Jetzt haben wir 25 Minuten Verspätung. Ja. Ist er denn auf die Schienen gefallen? Wir haben 20 Minuten Umstiegszeit. Oh, das ist auch spannend. Jetzt haben die mittlerweile so viel Verspätung. Also sie kommen ja eh nicht bis nach Würzburg, aber sie hätten dann nicht mehr die Umstiegsmöglichkeit in Würzburg gehabt. Also wahrscheinlich sind die jetzt schon panisch am Umplanen und dann kommen wir noch mit dem Kurs. Ja, aber dann ist vielleicht, ehrlich gesagt, Lohr am Bahnhof. Guck mal das. Weißt du was, der Kurs, den müssen wir überhaupt gar nicht setzen. Ach du Scheiße. Wir setzen den gar nicht. Was ist denn bei denen jetzt los? Warum haben die auf einmal so viel Verspätung? Da ist irgendwas auf der Strecke. Oh Gott. Gut, dass wir gerade nachgeschaut haben. Ja, gut, das ist schön. Weil, ich glaube, wir müssen gar keinen Kurs Da ist ein Baum auf die Strecke gefallen. Baum. Ausgerechnet. Okay, wir müssen trotzdem aussteigen. Oh Gott, im Himmel. Ja, die werden auf jeden Fall einen Kurs holen in Lohr. Ja. Safe. Oh mein Gott. Oh Gott, also ich ehrlich gesagt muss ich sagen, dass mir das tut mir fast schon ein bisschen leid gerade, weil das ist natürlich das verändert das Spiel natürlich stark. Was ist denn dann das nächste, was wir nehmen können? 13:41 Uhr. Da ist Feuerwehr. Aber die standen immer nur so rum. Ich weiß nicht, ob die... Vielleicht sind die ja schon fertig. Vielleicht ist es ja alles hier nur ein Fake. Sind das die ganzen Bäume, die umgestürzt sind, oder? Ich glaube, das muss so. Ja, gucken wir mal, was passiert, ne? Das ging jetzt auch alles viel zu glatt bis jetzt. Ja, aber die anderen sollen doch die Verspätung haben. So. Nicht wir. Können wir uns ja selber cursen vielleicht. Ja. Aber, also steht ja wenigstens dran, dass da irgendwas weiterfährt. Aber das ist natürlich wirklich, das ist wirklich höhere Gewalt, was hier gerade passiert. Also das heißt, wir cursen nicht, ja? Nee, erstmal nicht. Wir steigen aus. Der Fahrdienstleiter will uns halt hier noch ein bisschen für den Content. Also wir haben gemerkt, das Video ist jetzt hier zu langweilig, wir müssen jetzt hier kurz mal Spätung machen. Ja, aber dann scheint es ja wieder weg. Ja, wir haben jetzt ja trotzdem eine Videosequenz wieder aufgenommen, wo man jetzt denkt, es könnte was sein. Dann ist aber nichts, wir fahren direkt wieder weiter. Halt mal kurz, was ist hier gerade passiert? Im DB-Navigator stand für den Zug von Luisa und Lukas dran, dass er 25 Minuten Verspätung haben würde, weil ein Baum auf die Schienen gefallen ist. Lars und ich haben uns deswegen entschieden, einen Fluch nicht zu spielen, der beide in Langenbrot-Zelten rausgeschickt hätte. Doch der Zug von Luisa und Lukas fährt einfach weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Weil wir aber gerade in Braunschweig ankommen, sehen wir das nicht und spielen unseren Fluch nicht. Also wir fahren angeblich 11:51 Uhr hier ab. Wir sind gerade losgefahren um 11:43 Uhr. Also für mich sieht das aus, als wäre das hier alles schon aufgeräumt. Also hier sind jetzt ganz viele Fußballfans auch. Ja.
Genau, was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir fahren jetzt zum Rathaus mit der Straßenbahn und gucken, ob wir da einen Curse kriegen. Weil wir haben 36 Minuten hier, müssen wir uns allerdings beeilen. Hier sind lauter Busse zum Stadion, das ist jetzt genau rechtzeitig, deswegen wahrscheinlich das Ding auch voll. Straßenbahn. 1E wenden, das könnte doch richtig sein, oder? Hm? 1 Minute. Ist die verspätet? Ja, Wenden ist richtig, ja? ja, Ja. eigentlich schon. Steht da Hier stehen, ja genau. Also ich bin ja, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass wir jetzt natürlich genau so am Bahnhof ankommen, wie alle Leute, die zu einem Spiel von Eintracht Braunschweig wollen. Da sind wir jetzt so ein bisschen drin. Gerade war schon so richtig viel Polizei am Bahnhof. Ja, und die anderen zwei, die sind jetzt wohl auf dem Weg zum Braunschweiger Rathaus. Ja, guck mal, also ich war noch nie in Braunschweig. Warst du schon mal in Braunschweig? Nee. Also hier ist Neuland. Was jetzt für uns übrigens gut war, dass diese 1E, das ist glaube ich so ein Einsatz für den Fußball, weißt du, das ist extra nochmal so eine Zusatzbahn, die wir jetzt gekriegt haben. Okay, ich hatte mich schon gefragt, ob der verspätet ist, aber dann mit dem E. Da würde ich mal davon ausgehen, ja, dass das einfach eine Zusatzbahn ist wegen des Fußballs. Die auch nicht in der App stand. Ja, genau. Praktisch. Ah. Also mit den spontanen Bahnen haben wir es ja, ne? Ja, heute einfach mit spontanen Bahnen. Vielleicht. Wir haben übrigens immer noch nicht verstanden, dass die anderen bereits weitergefahren sind. So, was ist denn da hier irgendwie so ein Bundeswehrding? Das könnte da die Straße runter sein. Ja. Das sieht aus wie so eine Kirche. Ja, jetzt sind wir raus. Super. Das da hinten? Nee. Das ist jetzt die Frage. Gehen wir kurz. Ja. Okay. Möglicherweise jetzt hier gleich. Das da sieht nach dem. Das da könnte das Rathaus sein da. Das Ja. links. Das sieht Ja, vielversprechend schön aus. dann aber eigentlich, ne? Ja, das Ja, mit das dem muss es Turm. sein, oder? Das sieht nach dem, da mit dem Türmchen aus, das ist es. Das ist halb Kirche, halb Rathaus. Ja, so. Und Du musst beides mitmachen, mischen. ich mische uns hier. Ja. So, einfach die oberste und es ist. Fluch des Generalstreiks. Steigt so bald wie möglich aus eurem Zug aus und streikt. Bleibt demonstrativ 31 Minuten am Bahnhof sitzen. Ihr dürft kein Rathaus besuchen. Veto? Kein Veto möglich. Fluch des Fluch des Generalstreiks. Okay, wir haben es gezogen. Ja, wir Wir müssen nehmen uns noch ein schicken. Selfie, ja genau. Okay. So viel zu tun. Ja, und dann zurück zur Bahn. Und dann schnell zurück zur Bahn. Okay, aber zurück. Zurück. Action. Action. Ja, wir haben ein schönes Foto gekriegt. Ja. Sie sehen aber so glücklich aus auf dem Bild. Also müssen wir ihn auch schon gönnen, oder? Tja, was ist denn was Brauchbares? Und jetzt direkt ein Curse. Ja, sie haben ihn ja so rumgeschickt, ne? Also ich denke mal, es wird vielleicht noch ein bisschen verschont. Wir haben auch Glück mit den Flügen. Das Schlimme ist, Fluch des Generalstreiks hat denen ja schon die Deutsche Bahn gegeben. Ja, das ist wirklich ein so starker Fluch schon wieder. So, Ja. in einer Minute fährt die Straßenbahn. Okay, Vielleicht die kriegen wir kriegen wir noch. noch. Lukas hat auch so eine Haha-Reaction gemacht auf unser. Ja. Also nach dem Motto wahrscheinlich, ihr braucht keine Curses, wir sind schon von der Deutschen Bahn gecursed. Ja, das haben wir schon gesehen. Ja. Ja. Mit dem. Also laut die App hat sich irgendwie sich alles wieder aufgelöst. Ja. Ja, ich schau mal, das wäre schlecht, ne? Dann schau mal hätten den Tracker. Was sagt der Tracker? Wo sind die? wenn die jetzt in Würzburg sind, ne? Sind die wieder am Fahren oder nicht? Ja, die sind am Fahren. Ja, wir müssen den jetzt Haben die den rausschmeißen. Baum so schnell. Ja, dann gab es keinen Baum. Scheiße. Ja, das heißt, die Deutsche Bahn hat uns. Dann müssen wir sie in Karlstadt rausschmeißen. Jetzt.
Okay. Ist der Generalstreck besser oder der andere? Machen wir den ursprünglichen, ne? Eine Stunde kostet es trotzdem. Ja. Soll ich den jetzt schicken? Aber der Generalstreik bedeutet, dass Sie am Bahnhof warten müssten. Und keinen. Genau. Ja. Hier, das ist mal unsere Bahn. Da steigen wir jetzt mal ein. Also. Schicke ich die defekte Toilette einfach. Dann können wir den Generalstreik einfach noch später planen. Ja, können wir auch. Ja. Okay. Also, ja, dann müssen die jetzt aussteigen in Karlstadt dann. Ja, ich schick sie. Okay. Besser, also. Oh. Okay, ich hab. Okay, wir haben ihn geschickt. Fluch der defekten Toilette ist hiermit geschickt. Let's go. Wir haben ein Bild geschickt bekommen. Mal gucken. Ist es auch ein schönes Bild? Oder? Fluch der defekten Toilette. Ich glaube, wir dürfen wohl raus. Statement. Das ist doch scheiße. Wo sind wir überhaupt? Frag mich doch nicht sowas. Wir sind in Karlstadt am Main. Super. Oh, es ist kalt. Es gibt direkt ein Rathaus hier um die Ecke. Also das Rathaus ist genau da drüben. Müssen wir einmal hier so mit der Kirche ums Dorf laufen oder was? Da ist so eine Unterführung. Wir sind ja hier mitten im Nirgendwo gelandet. Stunde später. Oh. Aber dafür kriegen wir jetzt einfach for free ein Rathaus. Freust du dich schon auf das kostenlose Rathaus? Das ist bestimmt extrem. Ich sehe es jetzt schon. Es ist extrem hässlich. Aber das ist wirklich nicht so weit weg. Haben die sich das gut überlegt? Was war denn mit diesem Baum? Normalerweise dauert das Ja, dann ewig. ist doch kein Baum. Oh, da stand Baum. Ja. Oder haben die vielleicht die falsche Meldung eingetragen? Ja, irgendwas ist da passiert. Aber auf jeden Fall hat das uns unseren Plan gekostet. Jetzt Ja. fliegen sie nämlich mit Sicherheit ein. Was ist das denn für eine Achterbahn? Ja, da drüben wäre die Stadtverwaltung wohl schon. Ja, so ist jetzt halt. Ja. Ein bisschen Mitleid quasi. Ja, eigentlich kann man noch ein bisschen noch. Was kann man denn machen alles hier eine Stunde? Burglichtspiele. Zehn Minuten. Guter Puffer. Also damit willkommen in, wo sind wir eigentlich hier? Karlstadt. Ist es Karlstadt oder Karlsstadt? Ja. Ist das ein S oder ist es einfach nur ein Es ist ein S. Ja, wir hatten ja eine defekte Toilette auf unserem Zug. Das stimmt nicht. Ich war auf Toilette und die war... Und danach war sie defekt. Das muss jetzt ein guter Curse sein. Was ist es? Rate mal. Fluch der defekten Toilette. Steigt so bald wie möglich aus eurem Zug aus und nehmt einen anderen. Fahrt mindestens eine Haltestelle mit diesem Zug. Veto? Kein Veto möglich. Das war ein richtiges Eltern-Selfie. Mit dem Mittagessen geholt. Ja. Und jetzt gehen wir wieder rein. Und zwar Gleis 8, Burg Magdeburg. Gleis 8. Und auch, wie zu erwarten war, wir sind ja jetzt in Karlstadt gefangen und die sind in sehr kurzer Zeit gerade zum Rathaus und haben einen Kurs gezogen. Aha. Was es ist, wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Aber also, Sie haben ihn auch noch nicht ausgespielt, okay. Stunde da hier, der Tracker wird sich nicht bewegen, ne? Wir machen jetzt Mittagspause. Ja. Haben wir denen eigentlich einen Gefallen getan? Ja, wir haben in Karlstadt am Main und dürfen jetzt Mittagspause machen. Gern geschehen. Ja, wir haben jetzt noch ein Stündchen Zeit, ne? Sightseeing machen? Dann machen wir Ich ein weiß bisschen Sightseeing.
So, wir steigen ein und wenn wir drin sitzen, sitzen wir drin, richtig? So, zack. Oh, hier diese, geht der dunkle Tunnel hin. Das ist die Tiefgarage. Ja, es gibt ja auch eine Kirche hier sogar, ne? Oh, ganz wichtig natürlich auch, Fußball spielen ist hier nicht erlaubt, ja? Also ich muss ja auch sagen, so der erste Eindruck war schon sehr negativ. Aber jetzt Ja, kann man machen. hier sind noch so Steine. Steine, ja. Ja, hier sind so rohe Steine und dann werden die geschliffen und dann sind es Diamanten. Oh, hier gibt es noch ein Türmchen. Türmchen und dahinter dann noch diese alte Burgruine da auf dem Berg. Ja, sieht so aus, als hätten sie wohl ihren Zug gekriegt. Wo kann man den jetzt am besten da wieder rausschmeißen? Wo tut es denn am meisten weh? Das ist halt gleich in Chandela, ne? So ist halt, ich weiß ja nicht. Chandela hört sich schon mal gut an. Ich glaube, da fährt nicht so viel. Ja, fährt stündlich. Wollen wir die da einfach mal rauswerfen? Ja, Chandela finde ich gut. Ach, das ist schön. Den wir gerade ausgespielt haben, haben sie auch gezogen. Und das bedeutet, wir müssen jetzt in der nächsten Station aussteigen. Das ist nicht gut. Nicht gut, das ist nämlich in der Mitte. Ich glaube, das kostet uns jetzt eine Stunde. Chandela schaffen wir nicht, denn als wir den Fluch bekommen haben, ist unser Zug da schon wieder losgefahren. Aber die nächste Station ist nicht wirklich besser. Königslutter heißt der Ort, wo wir jetzt aussteigen. Auch schön. Das wird unser Downfall, Ja. Königslutter. Boah, jetzt eine Stunde hier in Königslutter rumhängen, das ist ja auf jeden Fall ein Riesenproblem. Also hier ist Koblenz, aber wir sind natürlich im Video in Königslutter. In einer Woche geht es weiter auf dem Kanal von Ortsfremd. Da seht ihr dann Teil 2. Wenn ihr den aber jetzt schon sehen wollt, dann könnt ihr das machen hier oben, wenn ihr Mitglieder auf meinem Kanal seid, oder hier unten, wenn ihr Mitglieder bei ortsfremd.de werdet. Da könnt ihr das auf der Webseite anschauen. Das geht hier unten. Ich sag Tschüss und auf Wiedersehen. Bis nächste Woche auf Ortsfremd auf dem Kanal dort oder hier auf diesem Kanal. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.